Ja, herzlich willkommen hier bei Ghostbusters. Ich bin Bastian Lampe, bin hier der Senior Engineering Manager, wie sich das Neudeutsch schimpft. Und ich erzähle euch jetzt mal ein bisschen was zur Technik von Ghostbusters. Ghostbusters ist ein Fahrsystem der Firma Zira, kombiniert mit einem Interaktivsystem der Firma Triotech. Die Schnittstelle zwischen den beiden Systemen ist, dass die Firma Zira sämtliche Bewegungen herstellt und die Sicherheit der Personen herstellt und die Firma Triotech sämtliche Effekte, visuelle, akustische und auch haptische Effekte hergestellt hat. Das heißt, das Fahrzeug selber ist eine Kombination aus dem Zira-System, maschinenbaulicher Natur und dem multimedialen System der Firma Triotech. Ich möchte zuerst ein bisschen was zum Zira-System erzählen. Das Zira-System ist ein schienengeführter Dark Ride, ein Prototyp, den Zira so noch nie gebaut hat. Dabei ist es so, dass der Wagen durch Elektroantriebe selbstständig angetrieben wird, also einen Eigenantrieb hat. Die Positionserkennung ist relativ interessant an der Anlage. Es gibt ein sogenanntes QR-Code-Band, wo mit einem Sensor die QR-Codes gelesen werden und damit die Position innerhalb der Bahn bestimmt wird. Jetzt ist es so, dass das selber noch nicht fehlersicher ist, deswegen gibt es parallel noch einen sogenannten Drehgeber, der letztendlich pro Runde einmal auf 0 gesetzt wird und millimetergenau an der Schiene abrollt und somit sozusagen nochmal kontrolliert, wo die Position des Wagens ist. Wenn es da eine zu große Diskrepanz gäbe zwischen der, wir nennen das absoluten Position durch das QR-Code-Band und der relativen Position durch den Drehgeber, würde es zu einer Störung kommen. Das ist besonders fürs Anfahren der Szenen wichtig, aber ganz besonders im Bahnhof, wo die Fahrzeuge sehr, sehr dicht aufeinander fahren. So viel erstmal zur Positionserkennung. Kommunikation zwischen dem Fahrzeug, Zira-seitig, und der Anlage Zira-seitig funktioniert mit einer sogenannten Leckwellenantenne. Das ist so ein sogenanntes Kurzstrecken-WLAN, könnte man es nennen. Also entlang der gesamten Bahn gibt es ein Kabel. Am Fahrzeug gibt es einen entsprechenden Empfänger und damit kommuniziert die Anlage Zira-seitig fehlersicher. Die Bewegungen des Fahrzeuges werden mit sogenannten Linearantrieben hergestellt. Elektrische Hubzylinder sind das, die das Fahrzeug in der entsprechenden Geschwindigkeit hin und her fahren. Da werden also von Zira entsprechende Werte vorgegeben, wo das Fahrzeug sich hinbewegen soll, und die Antriebe fahren die Werte an. Also zum Beispiel in Szene 1 heißt es dann links 3 Grad, vorwärts 1 Grad, und dann fahren die Antriebe dahin und die Werte verändern sich immer und damit fängt das Fahrzeug sich an zu bewegen. Angetrieben wird das Fahrzeug auch elektrisch für die Drehbewegung. Dann ist eine ganz normale Kugeldrehverbindung drunter, wie man das unter vielen Anlagen, wie zum Beispiel auch beim Breakdance oder beim Riesenrad kennt. Und das ist relativ herkömmlich und unspektakulär. Einzige Schwierigkeit ist sicherheitstechnisch, dass die Positionen abgefragt werden müssen. Da sind wir wieder bei diesen sogenannten Drehwinkelgebern und Positionserkennung, alles abgesichert durch Sicherheitssensoren, damit man für die Bahnhofssituation das Fahrzeug sicher auch geradeaus gedreht hat, waagerecht gedreht hat. Erst wenn das der Fall ist, kann das Fahrzeug überhaupt in die Station einfahren. Das ist im Grunde im Wesentlichen das Zira-System. Wir fahren mit 9 Fahrzeugen. Im Endausbauzustand ist der Bahnhof ein sogenannter Durchlaufbahnhof. Das heißt, die Fahrzeuge kriechen mit ungefähr 12 cm pro Sekunde langsam durch die Station durch, ähnlich wie man das von der Wildwasserbahn her kennt. Und die Fahrgäste können dann, während das Fahrzeug sich langsam weiter bewegt, ein- und aussteigen. Im Bahnhof ist relativ viel Sicherheitstechnik verbaut, um da diese Betriebsart sicher durchzuführen. Da gibt es also auch Sensoren allerhand, falls Gäste irgendwie zwischen die Fahrzeuge geraten würden oder. Sehr, sehr kompliziert. Einmal möchte ich zwischendrin anmerken, dass die Anlage insgesamt mit Abstand das technisch komplexeste Gebilde ist, was wir hier im Park haben, weil eben so viele sensible Bauteile miteinander agieren müssen. Da ist gegen das selbst eine große Achterbahn wie die Krake eigentlich sehr einfach gehalten. Jetzt kommen wir eben zum Triotech-System. Auf diesem Zira-System sitzt am Ende das Fahrzeug drauf, bei dem die Einbauten von Triotech sind. Letztendlich meldet das Zira-System der Triotech-Anlage, wo das Fahrzeug ist.
Und Triotech selber kommuniziert mit seinen Komponenten auf den Fahrzeugen per klassischen WLAN. Netzwerkschlüssel verrate ich nicht. Und das führt dazu, dass die Anlage eben dann reagiert, wann sie reagieren soll. Das heißt, Zira sendet Triotech, Fahrzeug 1, in Szene 1 angekommen, führt dazu, dass Triotech seine Sequenz startet. Wenn Triotech seine Sequenz startet, bedeutet das, dass eben der Film gestartet wird, der 3D-Film, und es werden die Effekte auf den Fahrzeugen gestartet. Das sind eigentlich herkömmliche Effekte. Ich möchte auch gar nicht die ganzen Effekte verraten. Es gibt also 5, 6 Effekte auf den Fahrzeugen, die man erleben kann. Und das wird letztendlich alles zeitgesteuert und positionsbestimmt gesteuert von Triotech. Das Interaktivsystem funktioniert mit Infrarotsensoren. Das heißt, die Waffe, die man in der Hand hat, hat einen Infrarotsensor, Sender, und die Leinwand, die ist gelocht. Wenn man ganz genau hinguckt, sieht man so feine Löcher in der Leinwand, und hinter der Leinwand befinden sich dann die Empfänger. Somit kann das System errechnen, welche Waffe aus welcher Position in welche Richtung schießt. Naja, und wenn ich dann den Abzug drücke, wird halt tatsächlich geschossen. Und durch diese genaue Richtungsbestimmung kann in dem Computer eben festgelegt werden, ob es einen Treffer gab, was zum Punktenzählen führt, oder ob es eben keinen Treffer gab. Ja, so einfach ist eigentlich die Geschichte. Triotech ist ein klassischer Hersteller, der eigentlich aus dem Bereich Computerspiele kommt, ist also auf diesen Teil der ganzen Sache auch wirklich spezialisiert. Und so gesehen haben wir bei der Anlage 2 Experten, 2 Spezialisten zusammengeführt. Auf der einen Seite Triotech für diesen interaktiven, multimedialen Part und Zira als wirklich Qualitätshersteller im maschinenbaulichen Bereich. Und ich denke, dass wir damit eine Anlage von Weltniveau geschaffen haben, die es so kein zweites Mal gibt. Das ist wie gesagt ein Prototyp und die Vielfalt der Effekte ist relativ einmalig. In Deutschland mindestens einmalig, wenn nicht sogar europaweit, zumindest nicht unbedingt an jeder Ecke zu finden. Ja, so viel erstmal zur Technik von der Anlage und ja, jetzt heißt es selber vorbeikommen und sich vom Ergebnis überzeugen. Ja, vielen Dank, schönen Tag noch.